Hallo ihr Zuckerschnuten. Heute regieren wir auf Willst du mit mir gehen? Folge 3. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein. Bevor wir heute losgehen, heute ein Mann datet 3 Männer. Ich setze heute meine Surferfrisur auf. Und deswegen, mein Haar ist noch zu kurz für einen gescheiten Zopf. Deswegen tue ich immer beim Surfen so einen Zopf machen. Schaut ein bisschen lustig aus. Schaut wie ein Baby dann, Alter, gefühlt. Aber ist ja wurscht. Passend zur Folge, so schaue ich aus. Ich würde sagen, schaut geil aus, erzähl mich gerade, Alter. Geil. Nicht lange schnacken, sondern machen. Ihr kennt das Konzept mittlerweile. Ein Mann geht jetzt mit 3 Männern spazieren in der Reihe. Sie machen verschiedene Challenges. Wenn man die Challenge bestanden hat, bekommt man mehr Zeit. Wenn man sie nicht bestanden hat, bekommt man weniger Zeit. Heute sucht Christopher den Mann fürs Leben. Wirklich Schwiegermutter? Ich glaube, das ist die echte Schwiegermutter. Ah ja. Willst du mit mir gehen? Man merkt jetzt schon beim Trailer, die öffnen sich viel schneller. Finde ich geil, ich freue mich wirklich auf die Folge, weil wieder was anderes. Willst du mit mir gehen? Let's go. Hallo Christopher. Michelle. Oh, du riechst gut. Vielen lieben Dank. Glaube ich. Ich sehe auch deine Wimpern Ja, sehen danke sehr. echt sehr speziell aus. Ja, ich habe versucht, ein bisschen mehr zu hören. Christopher, 27, im Marketing in Kosmetikbranche aus Wien. Ich arbeite im Marketing von einem Kosmetikunternehmen. Deswegen Das heißt, kenn ich wenn mich er da. komisch geschminkt ist oder, Kosmetik, Das muss fällt man mir sofort rasieren, oder wenn er gell? einen Glow hat oder so, okay, ein bisschen abpudern oder? Nein, nicht ganz so tief drin bin ich nicht. Ich mache wirklich nur das Marketing und so. Es Ja. macht mir super viel Spaß. Ich habe da beim Aussehen, glaube ich, gar nicht so genaue Vorstellungen. Ich bin da für alles offen. Für mich ist im Endeffekt das Wichtigste, dass er mich zum Lachen bringen kann. Das ist Ah, also sympathisch. Ja, sehr cool. Dann habe ich da vielleicht etwas vorbereitet. Ja, es geht los. Steckbriefe. Lukas, mega süß. Schauen wir mal, wie kreativ die jetzt sind. Weil die Frauen waren kreativer als die Männer. Ich darf einfach ziehen. Bitte. Perfekt, okay. Kaffee kickt. Freundlich und hilfsbereit. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, Franz. weitergehen. Saunameister. Der Franz ist Saunameister. Hinfallen, aufstehen, Krone richten. Come on! In meiner Folge kommt auch sowas. Ich hoffe, sie schneiden es nicht raus. Geil, Saunameister. Geil, geil, finde ich schön. Schöner Steckbrief. Finde ich sogar geiler als meins, muss ich sagen, Alter. Weitergehen. Und du hast dir eine Frage gestellt, oder? Ja, meine Frage war, was machst du, um dich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen? Ein heißes Bad, Kerzen, die passende Musik und ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Dann kommen wir zu Brief Nummer 2. Vielen Dank. Gehen wir's an, zweiter bin sehr Steckbrief. gespannt. So. haben wir da? Genau, hier. Der hat auch so ein bisschen Haare wie du, oder? Ja, Locky. Ja. Die Michelle auch immer schön am Kommentieren. André 23, Make-up-Artist und Influencer aus Wien. Was steht bei mir dann da, Alter? Ich bin echt gespannt, was bei mir steht. Da, auch schön. Hey, die sind cool, ich mag das. Der André, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ach, klar Dass sich für die Alter. alle so Mühe geben mit dem Schaut doch sehr Zeichnen. sexy aus, finde ich. Ja, lebe jeden Tag, als ob es dein letzter ist. Das ist auch sehr gut, so Carpe Diem-mäßig. Ja, genau. Das ist auch schon mal eine gute Einstellung. Das heißt, auch hier bin ich sehr gespannt. Dann? So, der letzte Umschlag. Dritter, auch nett, auch nett. Hier, Coole Steckbriefe bis jetzt. Collage Mit Lebensmotto, bleib Oh, immer du selbst. David, Zivildiener aus der Steiermark, 21. Geschlossen, herzlich und empathisch. Zur Entspannung Reality-TV schauen finde ich auch sehr gut. Also, Entschuldigung. Oh ja, da will ich hin. Diese Collage als Meerjungfrau finde ich... Das ist ja Meerjungfrau. Oder? Das ist toll, stimmt. Das ist unglaublich. Okay. Funny, Okay, ist das- sehr kreativ. Die sind wirklich alle kreativ. Das waren jetzt die Steckbriefe. Das geht schon los. Also bis jetzt muss ich sagen, super geschnitten. Zack, zack, zack. Also man merkt wirklich, die Leute, Bombe. Kandidat, komm! Hallo! Hi. Und? Hallo! Hallo. Ich habe ihn gesehen und fand, ja, sympathischer. Feini. Sehr dich Hi. kennenzulernen. Freut mich auch. So eine Blume hast du Thank auch. you. Die ganze Zeit auf sein Make-up geschaut. War ja so, Make-up-Look. Bisschen experimenteller. Finde ich ja auch schön. Und ich mag das ja, wenn Leute auch ihre Identität so nach außen tragen. Das finde ich schön. Und das beweist ja auch Mut. Christopher, ich hab vorhin Lukas gesagt. Mein Gott. Und das finde ich einfach schön. Davi. Wie geht's dir? Sehr gut. Bisschen nervös. Ja, das gehört dazu. Namen, Alter. Ja. Aber dann würde ich euch gleich
auf euren Weg schicken. Okay. Ja, passt, Ich glaube, sehr ich gerne. störe hier einfach nur mal. Geht schon wieder los. Geht's gut. Musik ist schön, Sonne scheint, die reden. Sommer ist auch immer nicht so ganz meine Jahreszeit. Okay. Ich bin eher so Frühling und Herbst. Ja, ich mag Winter gar nicht. Das erste Gespräch, die Kameras laufen, man sieht sich, man ist nervös, man spricht über Frühling. Ne? Jeder sagt Frühling, Herbst ist geil. Und es ist auch so. Auch Winter hat was. Und eins muss man echt sagen, wir können eigentlich uns glücklich schätzen, dass wir diese Wechsel haben. Haben wir immer verschieden, passiert was im Leben, weißt? Man muss durch den harten Winter kämpfen, so Depressionen und es ist dunkel und kalt. Und im Sommer muss man sich ausziehen, das Haar nackt durch die Gegend laufen. Dadurch ist ein schöner Wechsel. Ich finde die Abwechslung cool, wobei ich ja auch gerne in wärmere Länder bin. Ne? Aber ich gehe im Winter in der Schweiz. Das schminkst du dich jeden Tag? Sie sind alle so süß. Immer. Sie sind wirklich süß. aber tatsächlich Zucker. auch. Unendlich Kosmetik zu Hause. Das heißt, das wäre wahrscheinlich auch dein Paradies. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Christopher sehr kompetent ist vor der Kamera. Und Christopher top. Christopher bis jetzt sag ich wirklich nicht, großer Fan. Gerade, also ich mache ja auch so Social Media und meine Make-up und Skincare-Videos. Also das wäre schon nichts Schlechtes, wenn das, ja. Gehst du gerne baden? Ja, das ist schon das Business, das Große. Meine Friends, die liegen immer irgendwo am Strand und Ja. bräunen sich. Ja. Das finde ich ja ganz furchtbar, Ja. da wird nicht langweilig. Boah, und ich bin die ganze Zeit im Wasser, nur am Rum. Christopher, am Strand liegen, schön, ist nicht langweilig. Braun werden, ein bisschen Strand liegen. Man liegt ja nicht nur am Strand und ist faul, sondern man liegt am Strand und nimmt den Vitamin D auf. Die Energie der Sonne nimmt man auf für 20 Minuten. Dann dreht man sich auf dem Rücken 20 Minuten und dann sollte man sich einschmieren und Sonne verstecken. Das ist am Strand liegen. Geil. Oder so. Ja. Nee? Was Rot-Schwarzes hatte ich. Ah, fand ich auch sehr cool. Ja. Ah ja, schau mal, hier geht's weiter für uns. Beziehungstest? Na, wir sollen nach rechts unten Toll, anscheinend. okay. Geht los, Challenge. Gut geschnitten. Also geht schnell, zack, zack, ich mag's. Bisschen Action auf uns zu, tatsächlich. Na toll. Schau mal, das ist wie bei Heidi. Aber auch wieder schöne Gegend, ja. Wie auf den Hals. Genau. Schaut euch das an, da einfach schön hier, wie sie da gehen, wie die Michelle mit dem hohen Gras steht. Mein Gott, ist das schön. Unser Beziehungstest. Ah, ist das schön. Na, also bin ich gespannt, was Einfach ein mich... Herzchen. Oh. Ja. Ja. Dieser Beziehungstest Kaffee. heißt Save the Date. Okay. Ihr dürft dieses Herz Ist ja auch leer. schmücken und auch euch schmücken. Also Okay. in diesem kleinen Täschchen hier unten sind Glitzer und was alles. Doch, ihr könnt euch da wahrscheinlich besser aus. Maybe. 10 Minuten habt ihr Zeit, dieses Herz Ja, das ist gut. Er ist sicher kreativ. bereit? Ja. Okay. Auf los geht's los. Los geht's. Okay. Du gibst ja eh richtig Gas. Sehr schön. Ja, im Blasen bin ich geübt. Das ist halt auch, in dieser Community, die sind halt schon immer mehr zweideutig, ne, muss man sagen. Geht gleich sexuell, geht gleich in die sexuelle Richtung. Diese Challenge, die ist halt genau für ihn gemacht, dadurch, dass er Drag macht. Du kannst lächeln. Das ist Nicht so meine süß. Schuld. Falls du mir ein paar so Glitzersteine rauf tust, wäre das natürlich sehr schön. Aber bitte tob dich aus. Na süß, ha, süßes Date. Oh, ich liebe Glitzer und ich hoffe, er mag auch Glitzer. Awesome. Ganz kurz, Produktion, okay? Bei der Produktion machen Sie sich ja Gedanken, okay, welcher Charakter passt am besten jetzt zu welcher Challenge? Oder welche Challenge passt am besten zum Charakter? Und die Produktion sitzt da, hey, wir haben jetzt da ein Männerdate, lass uns doch denen gleich am Anfang dekorieren, sich ein bisschen fesch machen, damit wir das gleich über die ganze Sendung auf lustig haben. Oder? So muss es doch irgendwie die Idee dahinter sein. Die sind schlau, die machen sich Gedanken, nämlich die ganzen Produktionsleute. Die Regie. Endergebnis der Challenge soll übrigens ein hübsches Save-the-Date-Foto sein. Die beiden könnten damit ihre mögliche Hochzeit ankündigen. Und ich glaube, dann sind wir fast bereit fürs Foto, oder? Und stellen uns daneben hin. Okay. So, jetzt sind wir da. So, die Kamera kenne ich. Die ist geil. Also ich finde, wir haben das ganz gut gemeistert. Sowas mache ich nicht oft. Ich habe noch nie in meiner Freizeit ein Herz in der Natur dekoriert. Beim Interview ist es so, dass du machst jetzt die Challenge, danach gehen die Paare auseinander. Einer geht nach links, einer geht nach rechts.
Und dann fragen dich die Regisseurleute, hey, wie war die Challenge für dich? Und dann musst du selbst eben sagen, ja, hey, die Challenge war so oder so. Oder dann kommt die Frage, wie hat sich dein Date sich da angestellt? Und so antwortet man die Fragen. Aber schau, wie süß. Oh, das ist doch cute. Hast du sehr gut gemacht, das Fotograf. Ja, ihr habt es cool gemacht. Ja, Schau, wie wir haben süß auch ihr gute Ja, Arbeit. süß. Das sind coole Bilder. Ist auch eine coole Kamera. Da der Ring, ha? Von der Michelle. Krasser Ring. Ja, Also, ist würde so, ich sagen. das Herz ist gut geworden. Sehr schön. Dann würde ich euch die Fotos überreichen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, den Allgemein Beziehungstest Schmuck, habt ha? ihr mehr als bestimmt. Da Michelle Schmuck. Einmal Reifen, einmal Daumenring, da auch noch ein Ring. Also schön Klunker, Alter. Wie ich bei meiner zweiten TV-Show. Schön Klunker. Noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen in den Gesprächen. Das heißt, ich möchte auch wissen, was so seine Zielsetzung im Leben ist, was er für eine Erwartungshaltung auch in die Zukunft hat. Und das war dann der Plan von der Produktion, dass hier jetzt er alles anhat. Perfekt. Ich Wo lieb's. siehst du dich? Wäre das Aber jetzt haben sie Ziel, es nicht mehr zum an. Beispiel so international bekannte Drag Ja, Queen schade. zu sein? Ins runtergenommen. Outfit. Kurz mal, weil es mir jetzt gerade so aufgefallen ist. Outfit für Date. Voll österreichisch, oder? Ja, ich bin schon eher so ein bisschen so der Karrieremensch. Ich habe japanische Wurzeln. Aha, Also ja. Japan wäre halt cool. Sehr cool, ja. Oh, japanische Wurzeln. Ansonsten, Japanische Wurzeln. Man sieht's. Ich finde auch Köln, Deutschland finde ich ganz nett, weil die Leute sehr offen sind dort, finde ich. Köln auch. Hat er recht. Coole Stadt. Leute sind sehr offen. Und Bisschen dreckig. dementsprechend, ja. Ich habe tatsächlich eine Frage. Weil Ja, ich sehe, du hast bitte. Tattoos. Glaubt ihr, bei dieser Szene jetzt, Ich habe tatsächlich eine Frage. Weil ich habe tatsächlich eine Frage. Es könnte sein, dass auch hier die Regie gesagt hat, hey, ihr, jetzt redet mal über seine Tattoos. Und dann, das ist so dieses, nicht geskriptete, aber das ist halt trotzdem eine Show und man will über Themen sprechen, man will als Regisseur alles reinbekommen und dann geben die halt so ein bisschen Tipps und sagen, hey, frage mal wegen den Tattoos. Und deswegen kommt dann immer, das könnte dieses geskriptete sein. Muss aber nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Moment. ich sehe, du bitte. hast Tattoos. Ja, habe Haben ich. die Bedeutungen oder? Nein, Okay. das sind ganz viele Jugendsünden sind Okay. da dabei. Tattoos. Wie schaut's bei euch aus mit Tattoos? Kann man es lesen? Ja, ist schwierig, ne? Alter, ist das schwierig mit der Kamera? Weiter. Oh, ihr süßen Mäuse. Wie geht's euch? Ja, gut. Gut? Also es schaut jetzt sehr schön aus da Ja. bei euch. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Ich würde euch bitten, Okay. anzukreuzen. Also jeder für sich. Es geht schon wieder los, Alter. Schöne Folge bis jetzt. André braucht nicht lange zu überlegen. Der andere ist etwas zögerlicher. Hat das was zu bedeuten? Aber manchmal ist es halt so, dass es nicht weitergeht. Ja, Ist auch und okay. dieses Mal ist es vielleicht so gut, oder? Also es war ein schönes Kennenlernen und Michelle, ein bisschen unangenehm für die Michelle hat das Ganze. Also, tut mir leid, du musst jetzt gehen. merkt, das hat sich gut angefühlt für euch, aber leider geht's nicht weiter. Ja. Genau. Ja. Sorry, es hat mich sehr Alles gefreut, gut. dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Es war eine schöne Zeit, Yes, auf jeden Fall. Für mich ist so der Funke einfach nicht ganz übergesprungen, aber das gehört auch dazu. Für Christopher geht's jetzt erstmal alleine weiter. Ich bin jetzt schon bei unserem nächsten Kandidaten, beim lieben Franz. Hallo. Fantastisch. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Wie geht's dir? Fantastisch, wunderschöner Tag, die Sonne lacht. Ist doch Ja. wunderbar. Bist aufgeregt? Ein kleines bisschen, aber eigentlich geht's ganz gut. Ja. So, und was erwartest du von deinem Was erwartet man sich von seinem Traummann? Traummann? Das wird mehr sein Typ sein. Was der kommt jetzt? Schon ein bisschen, ja. Oh. Da sieht man schon was. Okay. Auch hier ganz kurz, Outfit-Check zum Wandern. Enge Pants, großer Rucksack. Schön, kann man machen. Ist Gucci. Ich finde es super spannend, allein wie er so hergelaufen ist. Sehr faszinierende Franz. Persönlichkeit, würde ich sagen. Christopher, take your time, ja? Relax. Wir sind in der Natur. Easy.
Oder du tanzt zu uns auch. Will mir nicht zu viel Zeit lassen. Ja, ich habe den Franz für dich und das ist der Christopher. Hallo Franz. Christopher. Franz und Christopher. Vielleicht passt es auch besser. Dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Schön. Sehr ich hoffe, schön. du hast Lust, mit mir ein bisschen durch die Gegend zu marschieren. Ja, sicher. Deswegen sind wir da, oder? Das ist halt das Ding, ne, bei so Blind Dates. Weil du gehst ja auf ein Date und du weißt halt gar nichts, weißt du? Und es ist halt schon so ein Risiko, ob ich jetzt die Person toll, also so vom Außen her, ob das jetzt so, wow, okay, du bist mein Typ. Oder so, fuck, du bist halt gar nicht mein Typ, ne? So richtig so, boah, scheiße. Kann schon sein, dass dann im Date einmal dann der Funke überspringt, aber seien wir uns ehrlich, passiert halt nicht oft. Egal ob jetzt Mann oder Frau, wenn die Frau kein Interesse hat an den Mann vom Aussehen her, dann hast du ja auch keine Chance nicht im Endeffekt, ne? In die ersten 2 Stunden. Beim Arbeiten ist was anderes, wenn man sich beim Arbeiten kennenlernt. Da kann es sein, beim Arbeiten, der Typ gefällt mir gar nicht, aber nach einem halben Jahr, irgendwie ist er nett. Deswegen, was glaubst du jetzt? Der Christopher findet ihn toll oder nicht? Jetzt im ersten Moment. Wir reden jetzt immer noch von der Oberflächlichkeit. Schaut schon ein bisschen. Ja, schaut auf jeden Fall. Dann Sehr schön. viel Spaß und hier entlang, Vielen ihr Dank. Mäuse. Dann let's go. War super spannend, was ich bisher so erleben durfte. Ja, Vorsicht, Und Junge. nicht, dass man Boah, gerettet. Ja, aber bisher ein schöner Tag und ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Ja, auch mit dir bin jetzt. ich auch sehr gespannt. Ich hatte heute schon einen Begleiter, aber irgendwie ist so der Funke für mich nicht ganz übergesprungen und das ist mir dann schon recht wichtig, dass das gewisse Etwas auch da ist. Glaubt ihr, der Funke ist nicht übergesprungen wegen dem Aussehen? Man weiß es nicht, ne? Wir Menschen sind schon brutal. Gespräch. Voll. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich komme eigentlich auch vom Land. Ich bin aus der Südsteiermark. Okay. Dating halt, ne? Österreichs, Nähe der slowenischen Grenze. Was ich möchte, weil es auch jobtechnisch Schwierig nicht ist. so ganz dazu passt. Shop-technisch. Was machst du denn? Ja, ist halt Dating, ne? Dating ist also die 3. Folge und es ist halt immer dasselbe Topic, ne? Ich muss zugeben, bei meiner Folge wird es auch so gesprochen, ne? Man lernt sich halt kennen und man geht als erstes einfach man redet halt einfach über, was machst du, wo wohnst du. Kann man nicht viel dazu sagen, ne? Jede Folge ist halt ein Dating, ne? Ja, habe jetzt tatsächlich aber für mich so ein bisschen, wollte einfach was Neues ausprobieren und arbeite momentan gerade in der Sauna. Spannend. Ah, der Saunameister. Im Sommer, also, boah. Seid ihr Saunageher? Ja, ich liebe Sauna, speziell in Wien, dieser Vibe. Also ich meine, viele mögen Sauna nicht, weil wegen der Nackigkeit, speziell Frauen haben da manchmal Schwierigkeiten, weil Männer gaffen. Kann ich nachvollziehen. Ich muss zugeben, es passiert mir selbst leider auch. Also man kann halt nichts machen, man schaut halt, ne? Jeder schaut. Das ist halt so, aber es ist ja kein sexuelles Schauen. Zum Beispiel in Wien gibt es so Saunen, Alter, die sind wirklich ganz speziell mit diesem Wiener Schmäh und das Ganze. Das ist wirklich arg. Da der Saunameister, der macht einen Aufguss, was mit Musik, du sitzt da, schwitzt schon und dann kriegst du da dieses heiße Luft entgegen und jeder nur einfach entspannen, weißt du? Aber im Großen und Ganzen ist Sauna, seien wir uns ehrlich, schon was ganz was Feines. Also ich gehe mit meinen Freunden Sauna, ich gehe mit allen Saunas, weißt du, so nach der Arbeit bin ich auch schon mit meinen Arbeitskollegen Sauna gegangen. Also ist mir wirklich, ob wir jetzt eine Kleidung anhaben oder nackt sind, ist echt scheißegal, es macht keinen Unterschied. Weißt du, so ist wirklich genießen, einfach genießen. Jetzt haben wir ein bisschen in Rage geredet. Mit deinem Make-up bin ich nebenher dann noch so eine kleine Drag Queen. Wirklich? Du bist die zweite Drag Queen heute. Kann das sein? Weil ich weiß, Drag Queen, was ist ein Drag Queen genau? Ist es denn das die, was sich dann Brücke und alles aufsitzen und dann Theater machen? Sehr cool. Weiß es gar nicht. Wie ist dein Dragname? Ich bin da nicht in der Szene. Es hat mich schon sehr überrascht, dass er Drag macht, weil ich hätte es ihm jetzt nicht angesehen. Aber Was ist ein Red Flag? Tell me. Red Flag. Red Flags. Ich habe Ich finde wirklich, ich muss jetzt mal kurz wieder stoppen, Red Flags finde ich auch sehr, sehr geil. Kommunikation eigentlich. Ne? Man kann echt mal fragen, was ist ein Red Flag? Hey, Red Flags sind wichtig. Man kann da schon drüber reden. Ich finde das cool. Es ist neu. Es war früher, gab es ja früher nicht. Oder so ein Rennradfahrer, der jeden Tag 10 Kilometer fährt und so ein Fahrrad um 4.000 Euro. Oh, Schuli. Das sind so ein bisschen meine Red Flags, to be honest. Du bist Dafür Red chill ich Flag. auch einfach zu gerne. Aber es gehört schon auch eine gute Portion Chillen dazu. Ja. Eindeutig Chillerpartie. Meine Red Flags. Ich würde tatsächlich, no joke, ich würde dir da relativ groß zustimmen. Ich mache tatsächlich so ein bisschen Yoga, um einfach so ein bisschen mit seinem Körper im Einklang zu sein. Ja. Ja, dass man einfach so ein bisschen weiß, wo was ist, wo was liegt.
Yoga ist mehr als nur mit dir im Einklang zu sein. Urlaub bin, gebe ich das meiste Geld für Essen aus. Essen ist einfach Sex des Alters, aber das muss nicht nur im Alter sein. Ich finde, Essen ist Sex des Alters, was? Urlaub bin, gebe ich das meiste Geld für Essen aus. Essen ist einfach Sex des Alters, aber das muss nicht... Essen ist Sex des Alters. Also ich habe einen Freund einmal getroffen auf einem Festival, der hat gesagt, der isst so gern, weil es für ihn wie Sex ist. Arnold Schwarzenegger, Gym, wenn die Muskeln gepumpt sind, ist für ihn Essen das Sex. Also jeder Mensch hat so verschiedene Hobbys, die sie mit Sex vergleichen. Sex ist halt überall, ne? Essen ist halt einfach generell eine coole Sache und ich beschäftige mich einfach sehr gern damit. Christopher und Franz wirken im Gespräch wie ein eingespieltes Team. Doch wie steht's um den sportlichen Zusammenhalt, wenn ich sie in einen Beziehungstest herausfordere? Beziehungstest! Das ist euer Beziehungstest hier. Er startet ganz vorne. Los geht's, los geht's. Aus der Kindheit vielleicht noch der Floor ist Lava. Ja. Also das Ganze machen wir mit Augenbinde. Wer hat das gespielt? Jeder wahrscheinlich. Ne? Ich habe schon immer wieder mal mit meiner Schwester das gespielt. Blindes Vertrauen heißt nämlich euer Beziehungstest. Gut. Allgemein, nächste Folge mit meiner Schwester wird reagiert, weil dann wird es spannend zur Zeit. Wichtig ist, dass er mir Sicherheit gibt, dass er mir klare Anweisungen gibt. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Mal eine Hand und dann darfst du mir die zweite geben, stehen bleiben. Ist das die Zeit? So, ja. Und jetzt, Blind. Vorsicht, vor dir sind Schnüre. Kann man sich da um... Bin ich schon arg? Ich halte Ja. dich. Und jetzt ist unter dir... Berührungen. Hier schön Berührungen. Schön die Latte vom Surfen. Schön rein. Ja, egal. Draufstehen. Ich habe jetzt nur so... Entschuldigung. Ja? Berührungen. Ganz wichtig. So, Das Entschuldigung. war mein Schritt, egal. Du musst mich ein bisschen tragen. Ich weiß nicht, Okay, warte, ob wir ich das Rasur. Wie bei mir. schaffe. Wir machen Huckepack. Huckepack. Ja, hatte mal deine Füße auf meine Schultern, oben Deine drauf. Schultern. Ja, Ach, einmal so, einmal so. ja, okay, so kann man das doch... Wow, die Kamera. So, der nächste ist... Kameramann steht oben. Absolut fehlerlos erreichen die beiden das rote Herz im Ziel. Ja. Ah ja. Hey, we found it. Ich finde, wir haben das ziemlich souverän gelöst. Ich finde, er hat da relativ viel Vertrauen zugelassen. Das war jetzt nicht so easy. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte wie er, aber war cool. Ja, natürlich, Vertrauen, natürlich. Ich meine, was ist eine andere Wahl? Überall Kameras. Danke, Christopher. Dann habe ich Ja. ein ist das kleines für ihn? Würfelchen, Das Vielen Geschenk. Dank. damit euch die Gesprächsthemen nicht ausgeht. Süß. Oder ja, vielleicht wollt ihr euch ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen. Hier, ne? T-Shirt, Yin und Yang in Blumen. Ja, vielen Die Rucksäcke bringe ich euch nach. Passt, Später. danke. Der Aktionswürfel, den die beiden als Belohnung erhalten, könnte für etwas Prickeln in diesem Date sorgen. Flüstert euch etwas Unanständiges ins Ohr. Sauna. So. Bussi oder Kussi, ihr entscheidet. Dieser Würfel, der hat... Wenn Sie sich sympathisch finden, würden Sie sich jetzt küssen. So. Wenn es nicht passt, das ist der ultimative Challenge-Test. Ja, ich brauche immer so ein bisschen länger, bis ich körperliche Nähe zu Leuten aufbauen kann. Ich hoffe, Und das ist dann nicht gehst du da böse. einfach blind durch einen Körperparcours und lässt dich da... Ja, ich verstehe das. Ja, also dieses körperliche Öffnen, das dauert. Christopher, keine Lust. Franz, Lust. Schade. Oh. Schade. Aber das umarmt dich eine Minute. Ja, okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. Das kriegen Sie hin. Ja, 3 Versuchen bringt der Würfel doch endlich die gewünschte Nähe zwischen den beiden. warum? TV Friends. Warum habe ich nicht so einen Würfel gekriegt? Finde ich cool, oder? Weil wir heute bei Sauna sind. Weil er gerade gesagt hat, er hatte das noch nicht, eine Umarmung in ein Date zu starten. Ne? Ich hatte tatsächlich ein erstes Date, Bumble-Date, Sauna-Date. Also tatsächlich, wir haben uns ausgemacht, hey, du liebst Sauna, ich lieb Sauna, lass uns Sauna gehen. In Wien, nachdem ich sie einmal sitzen lassen habe.
Beim zweiten Mal dann haben wir sich getroffen und war super cool. Dadurch, dass ich beim ersten Mal abgesagt habe, wegen gewisser Gründe, hat sie dann gesagt, hey, wir können trotzdem gemeinsam Sauna gehen, aber es wird nichts mehr laufen. Und ja, haben wir sich halt in der Sauna getroffen, haben uns ein bisschen mal so Körpersalz und der hat halt dann angeboten, hey, ihr wollt so das Körpersalz haben, könnt ihr gegenseitig einreiben. Und sie so, ja, okay, machen wir. Und dann haben wir sich gegenseitig eingerieben mit dem Salz. So, ja, geiles Date, geiles Date. Sehr schade, dass ich es verkackt habe. Schon 3 Tage davor. War DJ, habe bei einer Geburtstagsparty aufgelegt. Und die ging halt bis 6 Uhr in der Früh. Und dann habe ich ein Mädel kennengelernt, habe bei der geschlafen und wir hatten was miteinander. Und eigentlich hatte ich das Saunadate um so 10 Uhr in der Früh. Aber dadurch, dass ich ein Mädel aufgerissen gehabt habe, oder es klingt jetzt so deppert, aber ihr wisst, was ich meine, weil ich ein Mädel gehabt habe ich ihr mein Bumble-Date absagen müssen. Und ich bin so ehrlich, dass ich ihr einfach die Wahrheit gesagt habe. Ich habe gesagt, hey du, ich würde urgern mit dir Sauna-Date machen, weil es einfach eine geile Idee ist. Aber leider habe ich jetzt eine kennengelernt, ich liege gerade mit ihr im Bett und kann nicht zum Sauna-Date kommen. Super coole Frau, sie hat gesagt, hey, verstehe ich, aber natürlich ist jetzt vorbei. Und sie ist trotzdem mit mir 3 Tage später trotzdem in der Sauna gegangen. Wir haben sich einmal getroffen, super cool. Ist natürlich nichts draus geworden. Wir waren einfach nur gemeinsam Sauna und sie ist so cool gewesen. Ne? Feiere ich sehr. Das ist die Story zu meinem Sauna-Date. Ja, was ist denn noch oben? Ja, schau, das ist doch cute. Ich glaube, das ist scripted. Ich glaube, diese Szene ist scripted. Ah, hallo, wir werden überfallen. Ich habe ganz die viel Liebe Liebe. mitgebracht und ich habe ja gemerkt, da hapert es ein bisschen. Ja, ihr seid da ganz schön wild mit eurem Das Würfel. ist ja ganz hemmungslos. Unglaublich, ich schaue mir Das ist mal nicht mehr an. scripted. Es gibt die attraktivste Eigenschaft des Gegenübers. Warum haben wir den nicht gehabt? Das das hätte ich haben wir sofort nicht machen gewürfelt. können. Ausnehmer. Passt. Ich finde deine Ausstrahlung Hammer. Ausstrahlung, immer gut. Immer gut. Du bist so eine Ruhe. Wenn du eine Frau oder einen Mann auf der Straße siehst, mir gefällt deine Ausstrahlung. Gib mir die Nummer. Immer gut. Jeweils einmal ankreuzen. Christopher kennt's schon. Franz, für dich. Wir kriegen jetzt ein hübsches Willst du mit Kärtchen. mir gehen? Und du Okay. kreuzt an. Okay. Ja oder nein. Franz auf jeden Fall ja. Christopher Du weiter mit. wahrscheinlich auch ja. Michelle fühlt sich wohl. Man sieht's. Schön. Christopher hat für ja gestimmt und Ja, der süß. Franz hat ja klar gesagt. Ja, klar. Jetzt ein Kuss. Ja, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen. Das ist krass, dass sie sagt, ihr habt mehr Zeit, weil normalerweise, hey, wir haben noch Kandidat, es wird dunkel. Wir haben keine Zeit. Aber hier ist schön entspannt, Alter. Schön entspannt, sogar Massage. Wahrscheinlich läuft die Produktion sehr angenehm. Kann ruhig kräftig sein. Zeitplan, top. Zeitplan passt. Ich bin jetzt schon bei unserem nächsten Kandidaten, beim lieben David. David, wie geht's dir? David, Ja, Bisschen aufgeregt. ein bisschen, Abenteuer. oder? Nur ein bisschen, es geht gerade noch. Ich bin dann echt gespannt, wie es jetzt noch wird, aber jetzt gerade geht's voll. Apropos, wie es noch wird, was erwartest? Ich habe nicht viele Erwartungen, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, ich bin sehr offen dem heute gegenüber und schau mal einfach, was wird und wird sicher cool werden. Glaubt ihr auch hier wieder die Frage, geskriptet? Also geskriptet. Wenn ich sage geskriptet, ist einfach nur vorgegeben. Weil die Regie gibt es einfach nur vor, die sagen, hey, ihr könntet ja das Herz jetzt mal gemeinsam so tragen und geht dorthin. Das schaut sicher cool aus. Und dann macht man das. Hallo, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist der David, das ist der Christopher. Freut mich sehr. Hi, David, freut mich. Ich hab da jemand mitgebracht. Ich würde das so feiern, wenn einfach mal... Würde ich feiern. Wie geht's dir? Gut. Ich war jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, natürlich. Aber ist schon cool. Also, das Wetter ist perfekt. Deswegen mag ich TV-Shows, weil ich liebe diese Aufregung. Wenn du weißt, es schauen so viele Menschen zu, du weißt, du musst performen, wenn man das so nennen darf. Du weißt auch nicht, was danach rauskommt, weißt du? Deswegen, ich liebe es wirklich. Ich will echt mehr davon. Ja. Also er ist groß, ich mag es, wenn Leute größer sind. Er hat Tattoos, habe ich gesehen. Das finde ich auch Wirklich. sehr cool. David, 21. Was ich so von seinem Outfit sehen kann, hat er Geschmack, also Modegeschmack, wie er sich anzieht. Krass, ha? Einmal mal auch hier Schmuck, Alter. Bei meiner zweiten TV-Show
ich trage keine Piercings, ich trage nichts. Ne? Und das erste Mal, dass ich jetzt Schmuck getragen habe, war bei meiner zweiten TV-Show, als ich mich als Sven Marquardt verkleidet habe. Ja, hat schon was, dieser Klunker, weißt du, das hat schon was. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. Okay. Genau, 1997. Sehr cool. Und du? Ich bin 21. Ah, noch recht jung. Ja, voll. Jahrgang 2004? Ja, Du voll. ein bisschen weh. Boah, gut Mathematik. Klingt aber immer schlimmer, wenn man sagt 2004. Und durch seine Reaktion, dadurch, dass er dann auch mein Geburtsjahr thematisiert hat, kann ich mir vorstellen, dass es für ihn vielleicht ein kleines Problem ist. Ja, aber... 21, Ja, Alter. thematisiert hat, 30. 21, 30. kann ich mir vorstellen, dass es für ihn vielleicht ein kleines Problem ist. Ja, aber es ist in Ordnung. Also jung geblieben ist mir auch. Ich versuche das Ja. immer, dass ich mit dem ganzen Gen Z-Slang, ich gehöre rein theoretisch noch dazu. Ich sag das nicht, Gen Z, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja, glaube ich, Millennium oder so. Ich kenne mich da gar nicht aus, wirklich gar nicht. Aber ja, als Gen Z, Millennium, ich habe da gar keinen Plan, wer was ist. Ich weiß nur, ich mag die Jungen. Die Jungen sind schon ziemlich cool. Sie sind offener als wir. Wir sind noch ein bisschen schüchterner, also wir sind so ein bisschen genau dazwischen so, aber wir sind auch ein bisschen schüchterner. Und die Jungen, die sind schon sehr offen. Wenn ich an mich denke, mit 10 Jahren, also ich habe mich in die Hosen geschissen, weil ich einen Freund abholen wollte. Ich wollte Hallo sagen. Ich habe mich nicht getraut, auf die Tür zu klopfen. Ich bin 20 Minuten bin ich gegangen zu meinem Freund, damals in Tirol in Schwarz, bin dann vor seinem Haus gestanden. So ein ganz großes Haus und ich denke mir so, Scheiße. Und trau mich nicht. Und dann bin ich einfach wieder heimgegangen. Weißt? So schüchtern war ich. Und die Jungen sind nicht mehr so schüchtern. Natürlich gibt es immer noch Schüchterne. Aber die sind ein bisschen offener. Haben wahrscheinlich andere Pakete zum Tragen, so wie jede Generation. Aber ich mag die Jungen. Ich mag die jungen Menschen. Viel mit davon. Ich arbeite im Kindergarten. Und also ich habe jetzt meinen Zivildienst im Kindergarten gemacht. Ach, voll schön. Und ich habe auch Gen Alpha, aber komplett. Und es ist crazy, was die ab und zu sagen. Oder da fühle ich mich dann wirklich alt. Ja, oh Gott, wenn es bei dir schon anfängt, Ja. wird es nur mal schlimmer. Also optisch ist auf jeden Fall mal mein Typ. Auch wenn er ein bisschen jung ist. Aber ich bin gespannt, jetzt ein bisschen vor allem Zeit mit ihm zu zweit zu haben. Und Glaubt ihr, Christopher würde hier mit dem Jungen küssen? So, wenn der Würfel jetzt kommt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nicht vor Kamera. Aber es ist sein Typ. Zeit zu zweit. Zeit zu zweit. Auch schön geschrieben, hier schön Kunstwerk. Also ich weiß nicht, wer es vom Team geschrieben hat, aber du kannst stolz auf dich sein. Es ist wirklich wunderschön. Ich kann es nicht besser. Okay, dann Danke. bis später. See you later. Ciao. Franz werden wir erst im Finale wiedersehen und er muss sich sichtlich zusammenreißen, Franz geht um wieder. David seinen Moment mit Christopher zu gönnen. Vintage shoppen gehe ich auch gern. Mach ich auch gerne. Beziehungsweise habe ich früher gemacht in meiner Studiezeit. Jetzt, wo ich Vollzeit arbeite, habe ich halt nicht mehr so viel Zeit zum Shoppen. Und dann Oh, er kommt schon in die Vaterrolle. Als ich damals, weil ich jung war, da habe ich... Lass mal's. also doch ein bisschen Online-Shopping, was jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen auch nicht immer optimal ist. Ja. Ich finde David bisher super Leben, super spannend. Ich habe das Gefühl, wir sind schon sehr auf einer Wellenlänge. Ich habe gesehen, du hast da so ein kleines Tattoo. Okay, Hast du noch mehr? Favorit? Ja, voll. Also ich habe die Sonne. Ja. So cool. Oh. Zeichen. Ja, wir haben beide eine Sonne tätowiert. Who knows? Ich meine, es ist ein bisschen generischeres Motiv, sage ich mal. Die Sonne ist hell, strahlt Wärme aus und ich glaube, das tun wir beide auch in den Gesprächen miteinander, dass wir da einfach uns gegenseitig die Wärme geben wie die Sonne. Und Sonne ist einfach für mich ein sehr schönes Symbol. Ja, die sind schon süß. Oder allgemein, alle 4 bisher fand ich süß. So. Das ist mein neuestes. Das ist ein Wow, sehr schön. Wirklich süß. Tiger, keine Ahnung. Da habe ich das Tattoo verpasst, Alter. Das ist ein Ein Tiger. Geil, aber der hat ein bisschen, wie geht denn das da? Ein bisschen eingerenkt, oder? Der Tiger. Ich muss mich mal ein bisschen renken, Alter. Ich war halt schon denen. Wirklich, Alter. 10 Tiger muss denen. Weiter. Wow, sehr schön. asiatischer Tiger. Sehr schön. Sagt ja keiner, oder? Zum Tattoo so. Wow, voll hässlich. So, ich meine, mein Tattoo da, weißt du, ist wirklich hässlich. Als wäre im Häfen gewesen. Und da sogar da sagen die Leute, ja, cool, cooles Tattoo.
Bullshit. Hässlich. Aber witzig. Sehr cool. Dann habe ich auf meiner Wade so Gesichter. Das würde ich mir auch stechen lassen. Ja. Das freut mich. Good choice. Er hat ein Tattoo, das würde ich. Ich will auch eins zu seine eins Tattoos auch so sehen. nehmen, tatsächlich. Schau, jetzt habe ich ein bisschen. Er mag Zirkus, gell? So Zirkus hier, Zirkus da. Wie heißen die? Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und auch ein Zeichen, dass wir einige. Sollte ich mir eigentlich Tattoo stechen lassen? Da, ha? So wie bei meiner zweiten TV-Show. Da schön Tattoo stechen, ha? David isst kein Fleisch. Bist du vegetarisch, vegan? Nein, leider nicht. Ich esse schon Fleisch momentan. Möchte ich langfristig gesehen aber schon reduzieren. Weil auch aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch aufgrund von Tierleid und so. Also wenn ich zum Beispiel hier überall die Kühe sehe, Ja, schmilzt voll. halt mein Herz. Und Reinbeißen gleich, oder? wenn ich darüber nachdenke, Voll, verstehe ich. was mit solchen Tieren auch passiert. Ja. Voll. Vegan oder nicht? Ja, die Massentierhaltung ist halt wirklich nicht so leibend. Ich habe eine Freundin, die ist da sehr tief in diesem Thema. Tatsächlich, so, es macht schon Sinn, darauf zu verzichten. Aber kann ich nicht. Bin ganz ehrlich, ich will ja nicht. Ich will nicht auf Huhn verzichten oder auf Rind verzichten. Aber man kann schauen, dass man wenigstens beim Metzger das Fleisch kauft und nicht beim Spar oder beim Biller, weißt du. Das ist, sagt eh jeder. Ist eh, was jeder sagt. Tut man es wirklich? Wahrscheinlich nicht. Naja, wurde eh schon so oft thematisiert, das Ganze. Kurz mal reingeschnitten. Trotzdem Ja. demonstrativ Meine Meinung mal harmonisch dazu geben. wandern Fleisch- und Pflanzenesser Seite an Seite weiter. Beziehungstest. In einer gemütlichen Hütte hier am Nummer 3. Stadt. Wirkt im ersten Moment alles ja unverdächtig. Aber das soll sich schnell ändern. Denn statt mir wird dieses Mal Elke durch den Test führen. Und Elke ist Christophers Mama. War die Mama! Das ist ein bisschen verrückt. Das ist ja ultra süß. Ich wollte dich eigentlich damit überraschen. Ich wollte dich überraschen. Sie wusste von nichts. Ja, okay. Du weißt, vor einer Mutter bleibt nichts geheim. Ja, von dir nicht. Ein Freund, der ganz offensichtlich nicht dicht gehalten hat, hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, da mitzumachen. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen können. Also das ging gar nicht. Das ist meine Mama übrigens. Das ist die A. Wird meine Mama da mitmachen, Alter? Das wäre interessant. Mama, würdest du da mitmachen? Bei so einer Show einmal. Da muss ich mal durchs Board fahren. Wäre schon witzig. Außerdem meine Schwester. Meine Schwester kommt ja nächste Woche. Bei der nächsten Folge. Da freue ich mich drauf. Okay. Hallo David, freut mich voll. Ja, ich auch. Ja, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also, Voll süß. ja, total. Das man kann diese Stimme. Ich träume wohl. Aber jetzt ist der Fokus halt da mehr bei der Mama, hier bei der Mama, als beim... Ich könnte weinen, wirklich. So schlecht von mir, also. Aber ja, beim Jungen. Ich habe nämlich ein paar Fragen mitgebracht. Das ist der Beziehungstest jetzt. Würde. Oh, Geil, TV Friends, geile Idee. okay. Ja, perfekt, bitte. Ja? Möchten wir anfangen? Gerne. Sicher. Andererseits ist es sehr früh, es ist ein bisschen wie überfordernd. Aber ich liebe es. Also ich hatte das auch schon, dass ich mal nach dem Fortgehen ein Mädel kennengelernt habe. Also wir hatten nichts. Aber ich bin dann mit ihr zu ihrer Oma gefahren um 6 Uhr in der Früh, geholfen, Holz zu hacken. Holz hacken, den ganzen Abend mit Bruder, Mama, Papa. Der Papa hat uns vom Bahnhof abgeholt, weil wir sind von Wien nach Burgenland gefahren. Dort Holz hacken. Und dann hat es einen richtig geilen ungarischen Gulasch gegeben, weil die waren Ungarer, die Familie, also mit ungarischen Wurzeln. Hab dann bei ihr geschlafen, wir hatten nichts, ich hab bei der Couch geschlafen, war jetzt nichts Sexuelles, also, aber es war einfach ein wunderschöner Tag mit ihrer Familie und ich liebe es einfach, die Familie von einer Freundin, von der Frau, mit der ich date, so einfach kennenzulernen, weil, weiß nicht, die Mama oder Papa, geil, oder Schwester, Bruder, Familie, Kinder, schön, Kinder weniger. Bereit für Frage 1. Wenn er ein Gericht kochen würde, bei dem er sich besonders viel Mühe geben würde und du wärst das Gericht, was wärest du? Germknödel. Ich wäre ein lange im Ofen gegarter veganer Braten mit Rotkraut und Knödel. Echt? Ja, das wäre ich. Das ist für mich so Und warum? Weil du vegan Ja, bist? voll. Weil es so viele, was?
Und das bin ja nicht, diese Fleischrolle. Wie sieht denn ein perfekter Sonntag aus mit Christopher an deiner Seite? Ja, mir fällt gerade nichts ein. So ein perfekter Sonntag war für mich aufwachen, ausschlafen und ich liege gerne dann noch ein bisschen im Bett. Da muss ich gar nicht rausgehen, da kann man in der Wohnung bleiben. Ja. Klassisch schön Sonntag, ne? Ganz noch kuscheln, Sex, kuscheln, Sex, kuscheln, Sex, kuscheln, Sex. Sonntag ist vorbei, man geht schlafen und dann muss man arbeiten. Christopher und ich, wir sind öfters mal unterschiedlicher Und nebenbei Serien schauen. Meinung und dann kann es auch schon mal zur Sache gehen. Glaubst du, würdest du eher versuchen zu schlichten oder glaubst du, du würdest bei irgendeinem Stellung beziehen? Wovon ist das? Bisschen reinhusten, Alter. Was? Waschler hat auch gesagt. Deswegen würde ich, glaube ich, versuchen, das zu schlichten. Gibt es bei dich in der Partnerschaft diese klassische Rollenaufteilung, so nach dem Motto, du machst jetzt mal das Badezimmer und ich mach die schönen Sachen im Leben? Oder denkst du, geteiltes Leid ist halbes Leid? Ich würde sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich bin vielleicht ein bisschen faul. Ja. Ich brauche ab und zu einen Tritt in den Hintern. Aber ich würde immer auch Sachen machen, die vielleicht nicht gern gemacht werden. Ja, jede andere Antwort wäre negativ, oder? Gibt es wirklich Menschen, die da eiskalt sagen, na, ich mach nichts. Gibt es wirklich solche Menschen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich kenne keinen. Vielleicht schon, ich weiß nicht. Richtig. Schließlich ist es Christopher, um den es hier geht. Also Mama Elke, was ist dein Urteil? Aus meiner Sicht hast du den Beziehungstest bestanden und ich würde ihn mir schnappen und dich drücken. Oh, das wär schon heftig, oder? Wenn die Mama auf einmal sagt, hey, du kommst da nicht rein. Herzlich willkommen im Inner Circle. Der Inner Circle. Oh, jetzt essen. Ja. Er hat mich auch ordentlich überrascht. Alter. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, der David ist ein bisschen dünn, aber er ist Mami. so cute, wirklich. Er hat mir sofort gefallen und der war sofort bei mir da drin. Mami ist ehrlich. Man Er ist sieht wirklich ehrlich. ganz sympathisch und er lacht viel und ich glaube, dass man mit ihm ganz schön viel Spaß haben kann. Zeig es erst. Die kriegen halt einfach Essen. Urgutes Essen. Ich kann doch nicht sagen, was ich kriege, aber kein Essen. Es ist eigentlich schon gegessen. Aber kommen wir doch noch Ist eigentlich schon zur gegessen. entscheidenden Frage. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Bitte einmal jeweils ankreuzen. It's a yes. Ein Ja? Ja, das haben sie jetzt immer nicht mehr spannend gemacht, weil es so klar war. Bei meiner Show gibt es sogar was zum Essen. Aber Hey, bis später. nicht das, was ich will. Baba. Ich würde sagen, er hat sehr sympathisch auf meine Mama gewirkt. Und Ja, ist aber auch eine coole Challenge, muss man sagen. Tolle Folge. Wirklich tolle Folge. Macht wirklich Spaß zum Schauen. Geile Folge. Ja, hallo. Das ist wirklich Beim cool. Finale treffen alle Kandidaten, die noch im Rennen um Christopher sind, wieder Und zusammen. perfekt in der Zeitlinie, weißt du? So, wenn man dort schaut, Sonne ist gerade noch nicht beim Untergehen. So, ich glaube, die Produktion war da in dieser Situation wirklich happy, weil alles lief richtig, alles lief nach Plan. Das sieht nach einem Tag aus, wo alles nach Plan lief. Super. Wo ich jetzt schon sagen kann, Folge 4 lief nicht alles nach Plan. Heute schon so viel los war und hier noch ein Platz frei ist. okay, ja. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Nein. Nicht klar. Jason, 27, Krankenpfleger aus Wien. Oh, Krankenpfleger, Alter. Man muss schon zugeben, Krankenpflegerinnen sind sexuell immer sehr aktiv. Also immer gut. Crazy. Meine Erfahrung. Super sympathisch. Der ist mit so einem Strahlen schon hergekommen. Dann bitte, please join us. Ah, Du kriegst passt halt vom Alter besser. Surprise, surprise. Damit habe ich nicht gerechnet, Entschuldigung. Ich habe leider ein bisschen zu viel reingetan. Er ist optisch top. Das könnte ich sein, Alter, wirklich. Top. Ja, das bin ich. Was kann Jason jetzt also noch bieten, um das Herz des Prinzen zu erobern? So I won't
hesitate no more, no more. It Jason. cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is a fate. I'm yours. Also er hat mitgewippt. Dass er diesen Mut beweisen kann, dass er mir hier was vorsingt direkt und ist schon wild. auch so sich ein bisschen verwundbar zeigt, fand ich super beeindruckend, super schön. Ja, muss man echt sagen, Jason, es ist ohne Spaß, trau dich mal, jetzt dorthin zu kommen. Was die überall Kameras, die sagen, du singst jetzt ein Lied vor. Trau dich das mal. Jason, Hero. Top, Jason. Danke, voll schön. Du bist doch richtig talentiert. Danke dir. Ich gerade so mich so in dem Sinne, weil ja ich auch gern so Outfits, Sachen auf Social Media und Co. vorstelle. Bist du Influencer? Mikro-Influencer. Upcoming Influencer. Ja, irgendwie jeder, der was da irgendwie mitmacht, macht dann auch privat so in diese Richtung. Ne? Ich habe erst nach der Show entschieden, ich will das machen. Diese Show ist der Grund, warum ich da bin. Diese Show ist der Grund, warum ich da bin. Warum ich das mache. Gratis, ohne Geld. Wie es, glaube ich, jeder derzeit ist. Aber ja, das ist auch so ein bisschen Standbein. Cool. Also, was ist so dein Must-Have bei einem Partner? Humor. Humor. Mensch, bei mir ist das Glas immer halb voll, ich sehe immer das Positive im Leben. Optimistisch und ich lache halt sehr gerne, sehr viel und sehr laut. Okay. Also wenn man so ein stilles Mäuschen ist, können es vielleicht ein bisschen zu laut mit mir werden. Und dahingehend ist einfach Humor wichtig, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt, dass man Situationen nicht zu ernst nimmt und dass man vor allem immer das Beste aus auch blöden Situationen machen kann. Ja, genau. Und auch dort irgendwo das Schöne darin finden kann, mit einer Prise Humor vielleicht. True. Ja. Ja, also, süß. Finde ich echt cool. Also Auch das bisher beste Speed-Dating seit den ersten 3 Folgen. Also wirklich geil. Oh. Was ist denn da, Alter? Was ist denn das, eine Biene? Also, wenn das eine Biene wäre, ich würde da nie so, schon wie er lächelt da ist Biene. Ich würde da aufstehen und wegrennen, Alter. Ich habe keine Phobie, außer Bienenphobie. Oder Wespen, Alter. Boah. deine Art, also ich mag den Vibe. No, hat er so gemacht, Also, oder? Finde ich echt cool. Also Ja? deine Art. Boah, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ja, jedenfalls. So, dann würde ich nochmal anstoßen. Auf dich nochmal vielen Dank für diesen Auftritt. Ich Dass fand's ich ganz kommen wunderbar. durfte. Ja. Ja, ist halt das Problem, ne? Du hast halt nur 10 Minuten, dann musst du mal dein Hobby machen, ein bisschen singen. Das Singen dauert 3 Minuten, 4 Minuten und dann redest du halt. Ne? Ja, schwierig. Also ich finde, als Überraschung zu gewinnen ist wirklich schwierig. Eigentlich keine Chance. Eigentlich hast du als Überraschung keine Chance. Unmöglich. Unmöglich, dass der gewinnt. Das, was ich jetzt von Jason kennengelernt habe, fand ich super, super sympathisch und es ist ja ihm gegenüber auch fast ein bisschen unfair, dass er jetzt nur so kurze Zeit hat. Ja, spannend. Weil wenn der jetzt gewinnt, dann habe ich voll im Bullshit geredet. Aber der ist halt vom Alter besser, gell? Dann zücke ich mal die Karten. Los geht's. Wie werden sich die Kandidaten entscheiden? Und wen wird Christopher wählen? Gut ist er jedenfalls mit allen ausgekommen. Und sie auch mit Christopher. Alle werden ja sagen. Aber wir schauen uns jetzt an. Also, Schluss mit lustig. Her mit den Karten. Die Aussicht, da die Berge, hier die 4 Jungs. Wollte jetzt einfach mal anschauen, das Bild, weil es echt ein cooles Bild ist. Es ist einfach eine coole Situation, wie sie alle sitzen. Jeder strahlt so sehr. Also es ist wirklich coole Kandidaten. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine gute Folge. Dankeschön. Ihr habt überall den Namen draufgeschrieben. Dankeschön. Uiuiui. So. Also vom Jason hast du ein Ja. Jason will noch. Also, wäre schon ein Er kriegt ja vor allem ein Ja. Vor allem. Franz. Hat sich auch für dich entschieden. Natürlich. Warum sollt ihr jetzt Nein sagen? Sorry. Seien wir uns ehrlich, warum sollt ihr jetzt Nein sagen? Letzte Woche, genau, Lukas, Alter. Brennhase, Alter. Brennhase, Lukas. Ja, der David hat sich auch für dich entschieden. Oh, die Qual der Wahl.
Dann kommen wir jetzt zu dir. Alle Der drei nehmen. Christopher Einfach alle drei. hat sich für den David entschieden. David! Der Junge, der Jungspund. Jung haltet frisch. Ja, Jason auch. Ja, top. Alle drei top. Das ist schon mal so ein coolen Date. Oh, ja. Mua. Schön. Aber ein bisschen zu früh gestoppt vorher. Schön. Nein, glaube ich nicht. Das ist schon sehr süß. Ach, wie herrlich. Ein Happy End für David und Christopher. Sagen Sie, gell? Euch beiden darf ich mich jetzt verabschieden. Dankeschön. Franz. Danke, dass du dabei warst. Papa. Danke. Komm gut heim. Top-Folge. Und wenn du einmal dabei sein möchtest, dann Dann bewirb dich jetzt. bewirb dich jetzt, Alter. Bewirbst du mit mir? Ja, geh! Come on! Folge 3, Top-Folge. Wirklich, TV Friends, Michelle, alle zusammen. Top, top, top. Und kommt da noch was? Na. Ja, Folge 3, Fazit. Geile Folge. Sind wir uns ehrlich, hat mir wirklich taugt. Ich hoffe, meine Folge wird genauso geil. Ich habe keinen Plan. Und ja, beste Folge bisher. Ich schaue immer da wieder, da muss ich hinschauen. Da in die Kamera. Also, jetzt habe ich schon wieder Faden verloren, Alter, wirklich. Lassen wir's einfach. Folge 3, top. Nächste Woche freue mich drauf. Ich freue mich auf Folge 4, weil da kommt ein Freund von mir vor. Das ist sehr lustig. Ein Arbeitskollege, der hat sich beworben wegen mir. Und wie das dort gelaufen ist, erzähle ich euch dann nächste Woche. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Und Trommelwirbel, Spezialeffekte. Ciao.